Hallo und herzlich willkommen zu den günstigsten Wohnmobilen Europas. Hier jetzt von Etrusco ein voll integriertes Modell, der i7400 SB. Und das Ganze werden wir uns heute mal anschauen. Innen, außen, außenrum werden mal in die Klappen so ein bisschen reingucken. Ich werde Ihnen mal so ein bisschen was erzählen über das Thema Teilintegrierte, vollintegrierte und was Sie da am besten kaufen sollten, wenn Sie mal überlegt haben, was Sie eigentlich machen wollen. Denn das Thema Größe und Länge, das spielt erstmal eine extrem große Rolle. Wir haben hier 7,40 Meter i7400 und das Problem ist, was Sie dann kriegen, ist, dass Sie mit ganz vielen Fahrzeugen einfach nicht mehr auf die Plätze kommen. Bedeutet konkret, Sie fahren, sagen wir nach Südfrankreich, haben Last Minute, da sind halt immer noch Plätze frei. Oft ist es nicht ganz ausgebucht, aber Sie kriegen die Frage gestellt, wie lang ist denn Ihr Fahrzeug? Und da ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man da zu ehrlich ist, also wenn Sie jetzt, was weiß ich, Sie haben einen 7400er und naja, vielleicht haben Sie besser einen 6900er, wenn Sie das mal sagen, denn die Plätze sind meistens groß genug. Man sieht ja hier, das Fahrzeug ist jetzt nicht so riesig und hat so die Maße, sage ich jetzt mal, von auch einem ganz normalen Anhänger, einem Wohnanhänger, der da ist. Aber die Leute können das nicht so richtig einschätzen und sagen dann 7,40 Meter, weil sie das dann vergleichen mit den Wohnaufhängern, die dann meistens die Aufbaulänge haben von 7,40 Meter und eine Gesamtlänge von 10 Metern. Und dann heißt es dann am Telefon, No, Madame, we don't have any space for you oder was auch immer, ja. Der i7400 SBC, voll integriert, das werden wir gleich mal sehen. Das bedeutet, Etrusco hat bei der Fertigung nur das Chassis bekommen und die Blechaufbauten, die man ja sonst kennt vom Fiat Ducato, die sind hier gar nicht verbaut, sondern die Seitenwände sind komplett angebaut. Hier vorne ist dann das Cockpit voll integriert, nennt man das. Und das Cockpit hat auch die gleiche Breite wie das Gesamtfahrzeug. Also alles ist voll integriert. So, Etrusco hat ein neues Markengesicht, das werden wir uns gleich mal anschauen. Von vorne, ich kann es euch mal kurz andeuten, da ist es mit drauf. Es hat einen, ich sag mal, einen ganz besonderen Status bei Hymer natürlich. Dadurch, dass es jetzt in der Toskana gefertigt wird, hat es natürlich einen günstigen Preis. Hier das voll integrierte Fahrzeug liegt jetzt bei 77.000 Euro. Hat eine Länge von 7,40 Meter, Breite 2,32 Meter, damit auch noch in südlichen Ländern noch tauglich und ein Gesamtgewicht von 3.500 Kilo und eine fahrbereite Masse von 3.030 Kilo. Da ist der Fahrer schon mit drin. Der Sprittank ist fast gefüllt und 20 Liter Wasser sind mit eingerechnet. Aber man sieht schon, es ist eigentlich bei 3,5 Tonnen ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Ich würde also ohne Auflastung, meistens können die dann aufgelastet werden auf knapp über 4 Tonnen, würde ich da jetzt nicht mehr wie 2 Leute mitnehmen. Vielleicht noch ein kleines Kind würde noch gehen. Aber dann sagen die Leute, naja, es sind 500 Kilo Zuladung, ist ja eine ganze Menge. Aber wenn man da mal so richtig rechnet, man macht den Wassertank vielleicht doch mal voll, da sind 80 Kilo weg, dann steigt die Frau mit ein, je nach Gewicht, zwischen 50 und 150 Kilo, was so jeder auf die Waage kriegt. Ein Kind kommt noch mit dabei und dann nimmt man vielleicht noch einen Wasservorrat mit dabei. Und wie man sieht, die Garage ist groß, da kann man auch ein Moped reinmachen, geht bis maximal 150 Kilo sind hier drin und dann haben die Leute schon richtig Spaß. Denn es ist nicht nur so, dass das Fahrzeug ein Gesamtgewicht hat, sondern es hat auch noch ein Vorderachsengewicht, ein Hinterachsengewicht. Meistens ist die Vorderachse dann ein bisschen weniger zu belasten. Die Hinterachse, da kann man ein bisschen mehr drauf machen, aber ganz ehrlich, die 3,5 Tonnen, die hat man hier schnell erreicht. Deswegen wird es sich eventuell lohnen, hier auch einen C1-Führerschein zu machen, den es, ich glaube, auch hier im Freistaat gibt, wo wir gerade filmen. Und der kostet dann, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, 1800 Euro oder um die 2000 Euro. Und es gibt sogar so Crash-Kurse, die gehen in 2 Wochen und die funktionieren ja, ich sag mal, relativ easy, sodass man ihn nach 2 Wochen Intensivkurs dann auch wirklich gleich in der Tasche hat. Ja, voll integriert heißt auch, dass ich im Innenraum viel mehr Platz habe, aber natürlich dann nicht dieses Van-Feeling, sondern das Feeling ist ganz anders. Können wir uns mal anschauen. Das ist die Aufbautür mit Fenster und 3 Scharnieren hier mit drin. Fahrzeug ist per se winterfest. Tanks können beheizt werden. Und
Ja, man kann natürlich noch einiges mit einbauen. Eine Fahrerhausklimaanlage ist dabei. Viele wünschen sich ja eine Dachklimaanlage. Auch sowas wiegt dann auch schon mal 40, 50, 60 Kilo je nach Ausbau. Da muss man natürlich bei 3,5 Tonnen, kann man nicht mal alles einbauen. So, das ist der Boden. Boden hast so eine Schiffsbodenoptik mit drin. Alles ist in Hochglanz lackiert. Hier ist so eine textile Optik mit drin, aber es ist ein Holz. Muss ja auch belastbar sein, und das wäre der Montagepunkt für den ersten Fernseher, der drin ist. Und wenn man jetzt mal reinschaut, da ist jetzt die Küche direkt am Eingang. Ich habe einen sehr breiten Weg. Der Tisch in der Mitte kann zusammengeklappt werden. Das ist jetzt hier der Fall, dass man auch gut durchkommt. Und wir haben so eine angedeutete Face-to-Face-Sitzgruppe. Also man sitzt ja wie im Restaurant gegenüber, wenn man denn was essen geht und so weiter, und kann dann diesen Tisch, der eine tolle Metalloptik hat, das gefällt mir also auch ganz gut, den kann man dann ja, ganz simpel vergrößern. Man kann ihn drehen, das kann ich gleich mal ausprobieren. Das sind übrigens, so sehen die Schlüssel aus, die man dann im Freistaat kriegt, wenn man hier drehen darf. Und da wir schon seit ein paar Jahren drehen, hat man mir den Schlüsselbund in die Hand gedrückt, denn der Markus hier, der Chef vom Verkauf hier, ja, der hat gesagt, du, heute ist Samstag, ich habe so viel zu tun, ich drückte die mal kurz in die Hand, hat er gemacht. Und da kann man auch sehr schön sehen. Also das wäre die Verbreiterung, das ist jetzt so die maximale Breite vom Tisch, sodass ich hier auch bequem sitzen kann und meinem Gegenüber in die Augen schauen kann. Ich kann das gleich auch mal ein bisschen nach vorne machen. Hubbett ist hier mit drin, also das ist vielleicht auch ein tolles Argument. Jetzt werden Leute sagen, naja, Hubbett heißt ja direkt mehr wie 2 Leute, stimmt gar nicht. Es gibt Leute, die gerne bequem schlafen wollen, und die haben dann die Möglichkeit, sich hier auf diesem Riesenbett, was also fast genauso groß ist wie hinten, oder ich behaupte mal, es ist genauso groß, hinzulegen und dann komplett seine Ruhe zu haben. Es können aber auch, ich sag mal, die Mami mit dem Kleinkind oder Papa mit dem Kind oder was auch immer können rein. Das Ganze hat hier dann außen noch so mal eine Verkleidung mit drin, damit es nicht so roh ist. Wenn man die abnehmen würde, da wird man schon die ganze Mechanik sehen von dem Hubbett, die drauf ist. Das will man nicht. Hier vorne, da wird die Treppe eingehangen. Da ist eine kleine Aufstiegstreppe mit dabei. Viele gehen ja auch über den Tisch, muss man auch sagen, oder über andere Dinge einfach aufs Hubbett drauf. Das funktioniert schon. Hier kann ich wie in der Business Class dann zuziehen. Habe einen Schutz auf beiden Seiten. Das Hubbett im Regelfall mit Lattenrost. Das ist hier mit drin, und es hat auch immer einen Rausfallschutz mit drin. Der ist hier. Ja, Etrusco, die 2022er Modelle natürlich mit Leselampen auf der Seite, und da wir ja hier keine Niveauausgleichsanlage drin haben, also Hubstützen, da kann es auch sein, dass die Seite dann auch mal wechselt, je nachdem wie das Auto steht. Es gibt so Auffahrkeile, die man sich dazu kaufen kann, und dann kann man das Auto dann auf dem Campingplatz, wenn man schief steht, einigermaßen gerade nivellieren. Das Hubbett machen wir nochmal hoch. Das Ganze ist natürlich jetzt bei einem voll integrierten Fahrzeug mit Sichtblenden versehen. Das heißt also, Integration bedeutet, ich habe kein Fahrerhaus mehr im klassischen Sinne. Das Armaturenbrett geht bis hierhin. Und die Breite, 2,32 Meter Breite, die verlängert wird, die sieht man hier auf der linken Seite. Das ist dann quasi die Verlängerung, die durch den voll integrierten ausgeführt wird. Hier ist noch der Ducato 7 drin, aber geliefert werden sie jetzt 22 auch mit Ducato 8, die reinkommen. Und der voll integrierte hat natürlich jetzt hier viel mehr Platz, sodass ich hier die Möglichkeit habe, wenn ich den Sitz gedreht habe, das Ganze hier auch als Ablage zu verwenden. Lautsprecher haben hier vorne Platz, und das ist die ganze Erweiterung, die man hier sieht. Also hier, da ist das Armaturenbrett mit drin, und da beginnt schon die Erweiterung, die auf der linken Seite anfängt. Ich habe eine Fahrerhaustür, die kann ich ganz normal öffnen, was ganz praktisch ist, dass ich nicht durchs ganze Wohnmobil rennen muss, wenn ich zum Beispiel tanken gehe. Das ist also auch ein schönes Feature. Ich habe elektrische Fensterheber mit drin. Das ist auch praktisch, wenn ich mal stehe, einer kommt. Und die linke Seite, die hat Schiebefenster mit eingebaut, sodass ich also hier einfach mal öffnen kann zur Seite und auch mal jemand Bescheid sagen kann oder einfach mal lüften kann. So, verriegelt wird abends hier. Das Ganze ist magnetisch. Auf der Seite wird dann zugezogen. Und hier die Verdunklung auf der Seite, hier sieht man schon, die wird von rechts nach links und links nach rechts gemacht. Und in der Mitte, da sind Magnetstreifen mit drin, und die werden dann zusammengefasst. Fahrerhausklimaanlage hier beim Ducato 7 gibt es auch beim Ducato 8 manuell. Gibt es auch mit Klimaautomatik. Da am besten mal die Leute fragen hier vom Freistaat.
So, Polyvision-Fenster sind mit drin. Die Fenster selbst sind doppelverglast. Das sieht man hier sehr schön. Das kennt man ja von den Flugzeugen, die hier drin sind. Da sind so kleine, sag mal, Ventile drin, wo die Luft rausgesaugt wurde. Und man hat im Regelfall hier ein Vakuum mit drin. Das bedeutet also, das isoliert. Was aber nochmal viel ausmacht im Winter, also wenn man heizen möchte, das ist übrigens hier Fliegengitter. Das ist hier dieses kleine Element, was denn nochmal die Strahlungskälte beziehungsweise die Strahlungswärme dann nochmal effektiv abblockt. Also die Wärme, die mal drin ist, die kriegt man natürlich nicht raus. Deswegen ist eine Verdunklung von außen immer besser. Aber hier kann man dann, ich sag mal, Kederleisten anbringen und könnte eine Verdunklung machen. Hier haben wir noch so kleine Gardinchen, die man davor hängen kann, sodass tagsüber auch nicht direkt einer reingucken kann. Und jede Menge Oberschränke. Die Oberschränke selber, die sind angewinkelt. Und das bedeutet, dass also die Mechanik, wenn ich jetzt mal seitlich drauf schaue, dass ich relativ viel kopffrei habe. Man sieht es also hier noch ein bisschen besser. Und fahren das Ganze nochmal hoch. Ja, mit Häfelebeschlägen mit drin. Also Dreifachbeschläge. Und man drückt hier einfach runter. Das ist der Mechanismus. Und hat dann die Öffnung erreicht. Hier unten, da ist ein umbaubarer Sitz. Hier hat man Klettverschlüsse. Das Ganze kann man zurückbauen zu einem Sitz. Hier sieht man, da ist der Anschnallgurt. Also wenn ich zu zweit unterwegs bin, lasse ich das denn hier so. Und es gibt die Möglichkeit hier drunter, hier ist das Gegenstück, den Sitz zu montieren. Also man sitzt dann immer in Fahrtrichtung hier drin. Also das Polster wird weggenommen und darunter befindet sich dann der Sitz, den man einfach rausklappen kann. Also viele bevorzugen ja einfach hier jetzt dieses Face-to-Face, dass ich also eine ganz normale Sitzgruppe habe wie zu Hause. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gemacht. Ist eigentlich ein Trend, machen mittlerweile fast alle. Ja, Küche, 3 Flammen Kochfeld hier mit drin. Wir haben eine große Spüle und ja, relativ große Schränke. Wir sind ja hier in einem Teil integriert auf 7,40 Meter. Das heißt, ein paar Zugeständnisse muss ich natürlich machen, wenn ich noch eine große Dusche haben möchte. Das werden wir gleich mal angucken, weil die Dusche, die hat es in sich, die ist groß, sie ist geräumig und ja, bietet eigentlich alles, was ich brauche, um damit auch mal 6, 8 Wochen mal auf Tour zu gehen oder auch länger. So, sieht so ein Schrank aus. Mal sehen. Also von der Tiefe her, ich kann hier richtig durchgreifen bis zum Ende hin. Schwere Sachen wie Töpfe und so weiter, ja, die würde ich dann eher hier unten reinmachen. Jetzt mal reinmachen, da kann ich den durchladen bis 15 Kilo. Wir haben ein Lichtdesign an der Seite, das sieht man hier anhand der Streifen. Und das Ganze kann zentral gesteuert werden über das Panel, Licht an, aus und so weiter und so fort. 3 Flammen Kochfeld mit Piezo-Zündung und einer Topfbreite bis 25 cm in der Mitte. Also denkt dran, ich brauche vielleicht nicht 3, aber es kann ja sein, dass ich die Tomatensauce und die Nudeln zeitgleich kochen möchte. So, hier habe ich dann immer ein Schneidebrett mit dabei. Das ist also hier integriert. An der Seite, Platz ist ja alles. Und dann die Spüle. Der Wasservorrat, können wir gleich nochmal gucken, so um die 100 Liter hier. Und das gleiche dann nochmal als Abwasser, die ich dann natürlich mit mir rumschleppe, ja. Die Heizung, das ist ein ganz wesentliches Element, dass die Leute keine kalten Füße bekommen. Wir haben im vorderen Bereich immer nochmal einen zusätzlichen Doppelboden, der wird also hier angeglichen. Das Fahrerhaus ist ja ein bisschen höher, hier sieht man also da vorne die kleine Stufe. Und hier hat man überall Luftausströmer, die den Fußbereich dann optimal heizen. Und eine Trumerheizung ist drin, eine Kombi. Und hier sieht man das manuelle Bedienteil und das macht das Leben eigentlich recht einfach. Ich habe nur 2 Regler. Ich kann also hier einmal einstellen, wie warm ich es denn gerne hätte. Und dann kann ich im Betrieb einstellen, 40 Grad warmes Wasser, 60 Grad warmes Wasser, nur heizen oder heizen und 60 Grad warmes Wasser. So, jetzt versucht sie also zu heizen. Machen Sie schnell mal aus, dass sie da ist. Sie ist nämlich im Betrieb. Hier oben das Bedienfeld. Hier sehe ich die Stände, Flüssigkeitsstände. Also der ist jetzt leer. Das war die Wasserpumpe, die ich angemacht habe. Ich gucke mal gerade die Stände. Die sind hier. Also Tank ist auch leer. Aufbaubatterie ist, Fahrzeugbatterie ist einigermaßen voll. Und ja, die haben wir gerade eben reingesteckt. Die war relativ leer gerade eben. Und hier kann ich dann ablesen, wie
voll sind meine Batterien. Hier oben habe ich USB-Anschlüsse mit drin. Die sind direkt im Eingangsbereich und das ist natürlich ganz praktisch, wenn ich einen USB-Anschluss habe und hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose, nicht nur für den Fernseher, der ist nämlich unten mit drin, sondern oftmals will man ja zusätzlich noch einen Prime-Stick anschließen. Das heißt also, man nimmt das Fernsehen ja nicht mehr in eine SAT-Anlage, sondern vielleicht über einen Prime-Stick, über einen Rechner und so weiter. Und den Prime-Stick, der braucht im Regelfall nochmal eine Stromversorgung und da langt die vom Fernseher oft nicht aus. Und da kommen jetzt hier tatsächlich 2,4 Ampere raus. Das heißt, ihr müsst nicht ein extra Kabel ziehen hierhin. Gut, der Tedford-Kühlschrank, schmal, aber dafür sehr hoch, mit Gefrierfach oben drin und einer Getränkebox hier unten. Die ist also auch immer da. Da kann ich stehend Getränke reinlagern. Das ist natürlich sehr praktisch, weil sonst wüsste ich gar nicht, wohin damit, weil hier diese kleinen Teile für Weinflaschen sind die natürlich nicht geeignet. So, wir gehen mal rein. Das ist der Schlafbereich. 2 Einzellängsbetten sind hier mit drin. Die Dusche habe ich ja schon erwähnt. Die ist geräumig, groß und das Ganze natürlich nochmal richtig beleuchtet mit einem Abzug oben drin, was ja wichtig ist in Nassräumen. Und hier oben ist auch alles beledert. Also ich sag mal von der Optik her jetzt nicht das reine Material, sondern das wurde beschichtet. Ich habe 2 Längsbetten und ein Bett ist immer einen Ticken länger. Das sind nur ein paar Zentimeter, aber das auf der rechten Seite von mir aus gesehen, auf der Fahrerseite, das ist ein bisschen länger. Das ist die Leiter, wovon ich eben gesprochen habe. Die Betten kann man übrigens immer ausziehen bei den Längsbetten und hat dann hier nochmal so einen Rausfallschutz. Der wird hier oben eingehangen, damit, wenn ein Kind zum Beispiel dabei ist, das nicht nachts rausfällt. 2 Kleiderschränke sind hier. Wie man sieht, großes Lattenrost ist hier mit drin. Und hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit, da noch was zu lagern. Da ist ein großes Fach drin und ein Kleiderbügel. Den kann ich rausziehen und kann den T-Shirts und so weiter einfach rausziehen, dass ich besser rankomme. Das ist halt immer so ein bisschen, ich sag mal, Kleiderschränke. Das kostet Platz. Und da man ja auch noch eine große Heckgarage haben möchte, ja, da geht da nicht immer alles. Hier sieht man, so sieht das aus. Das sind die Heizungsleitungen von der Truma Duo. Und hier sind im Regelfall dann noch Revisionsklappen mit drin. Oh, die kann ich mal gerade zeigen. Was ist da drunter? Oft sind da Wassertanks. Ne, hier ist einfach nur ein Fach. Drunter, da kann ich dann Schuhe und so weiter versteckeln. So, Bad. Ich kann das Ganze hier zu einem Raumbad machen. Dazu kann ich die Tür schließen. Habe ich jetzt mal gemacht. Und da habe ich einen Spiegel mit drin. 2 Handtuchhalter sind mit dabei. Und jetzt habe ich mich komplett quasi abgeschlossen. Hier ist normalerweise auch ein Vorhang mit dabei. Bei einigen Modellen. Und hier habe ich eine feste Tür. Mit fester Tür. Jetzt habe ich meinen Schlafbereich habe ich jetzt abgeschlossen. So sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt relativ weit hinten bin. Kann hier aus dem Fenster schauen. Bin relativ hoch. Überblicke alles. Und ich habe hier nochmal zusätzlich einen kleinen Rausfallschutz mit dabei, sodass, ich sag mal, gerade kleinere Kinder nicht direkt zum Fenster rausfallen, wenn die offen sind. Die kann ich nämlich auch recht stufenlos öffnen. Das Ganze hier natürlich auch mit Verdunklungssystem und Fliegengitter mit dabei. So sieht's aus. Ja, will ich denn auf Toilette gehen, habe ich hier meinen Raum und kann aber die Toilettentür, wenn ich jetzt hier bin, nochmal schließen und habe dann die Möglichkeit, ganz alleine mein Geschäft zu machen oder mich zu duschen und so weiter. Und habe dann hier mein Raumbad. Also heißt auf eigentlich klar gesagt 2 Spiegel mit drin. Hier gehe ich dann einfach rein, will meine Ruhe haben, ziehe hier zu und habe jetzt mein komplettes Bad geschlossen mit der Dusche hier auf der Seite. Es war jetzt ein bisschen eng, aber dafür habe ich dann meine absolute Ruhe hier im Waschbereich. Und wenn ich mehr Platz brauche, mache ich einfach die Tür auf, ziehe die auf und habe dann mehr Platz. So, guck mal gerade, hier ein Schränkchen mit drin. Hat auch jede Ecke ausgenutzt und die
Halter, die übrigens kein Comeback hatten, sondern im Reisemobil macht es ja wirklich Sinn, dass man die Becher hat, jetzt vielleicht weniger, um daraus zu trinken, sondern um halt Zahnputzzeug und so weiter da abzulegen. Ja, Waschbecken, kleines Waschbecken mit dabei und einen Unterschrank und die Kassettentoilette von Tedford. Da ist übrigens die Spüleinheit dazu und ein Ausströmer im Fußbereich, damit, wenn man damit Skiurlaub macht, es nicht ganz kalt ist. Ja, Toilette mit drin, Kassettentoilette, Entleerung auf der anderen Seite. Eine Kassette hält ja für eine Family so 2-3 Tage und ich habe es aber auch schon mal länger hingekommen. So sieht's aus. Ja, der voll integrierte i7400 von Etrusco, Modelljahr 2022 mit Face-to-Face. Hier steht wir drehen heute im Freistaat am 15. Januar 2022 für euch. Wäre ja jetzt normalerweise die Freizeitmesse CMT und die wurde ja aus mehreren Gründen abgesagt und wir zeigen euch mal von der Hümer-Gruppe mal das komplette Portfolio mit allen Modellen. Jetzt nochmal ganz kurz die Übersicht. Also hier Schlafbereich. Ich halte gerade nochmal rein. Das ist das Doppellängsbett. Linke Seite dann die Dusche, rechte Seite die Toilette, die wir schon gesehen haben. Das ist hier Duschkopf. Haben wir auch nochmal drin mit der Brause. Da kann man sich also richtig schön mit drehen. Und unterschlagen habe ich euch noch hier unten noch ein großes Staufach, aber müsst ihr am besten mal live erlegen. Viel Licht mit drin, also überall indirekte Beleuchtung, Fliegengitter an der Tür ist natürlich eingebaut. Das ist hier drin. Oben, das zieht man einfach zu. Mit dem Sommer die Fliegen nicht reinkommen. Und hier kann ich natürlich auch verdunkeln, kann dann lästige Blicke draußen halten. Oder mal gucken, wer steht denn vor der Tür. Ja, wie es hier steht, 77.797 Euro. Und das Ganze jetzt hier auf 3,5 Tonnen, der Etrusco i7400 SBC. Und Motorvariante hier jetzt 140 PS, aber auch da kann man wählen, kann stärkeren Motor kriegen und. Und das Paket heißt übrigens Type X, heißt das Paket Emilia. Das bedeutet, die Klappen sind in glänzend weiß, also ein Hochglanz. Und das, muss ich sagen, das sieht eigentlich sehr, sehr schick aus. Und man kriegt also hier für knapp unter 80.000 Euro ein Hammer-Wohnmobil, also von der Größe her. Ich gehe mal kurz drum rum, dann sehen wir es nochmal ganz, wie es ist. 7,40 Meter. Was nicht zu breit ist, denn ich war ja zurzeit 2,40 Meter, sind wieder ein paar Zentimeter mehr oder 2,50 Meter. Und ja, das merkt man dann schon so richtig, je nachdem, wo man gerade durchfährt. Sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Ja, vielen Dank für den Freistaat, dass wir hier filmen durften. Das ist in Sulzemoos in Bayern, unweit von München, ungefähr, ich glaube zwischen München und Augsburg, etwas näher zu München ran. Und danke fürs Einschalten in der Serie. Wir zeigen mal alle Hümer-Fahrzeuge. Tschüss.